Also unter Next Generation Computing verstehen wir letztlich drei neue zukunftsweisende Fähigkeiten, nämlich die Vertrauenswürdigkeit von Elektronik und von Rechensystemen, die Steigerung der Leistung, ja, der Fähigkeit, Rechnungen zu machen, bei gleichzeitiger Reduktion des Stromverbrauchs. Ja, und auch der Ressourcen, die wir brauchen, um die Dinge herzustellen und auch zu betreiben. Da setzen wir auf drei Forschungsschwerpunkte. Das eine ist Trusted Electronics, also das heißt die vertrauenswürdige Elektronik im Sinne von Hardware-Identität, um sicherzustellen, dass Elektronik auch authentisch ist. Das heißt, dass ein Rechner, wenn er mit anderen Maschinen oder mit Menschen kommuniziert, auch die Identität hat, von der sein Gegenüber ausgeht, dass er auch leistungsfähig ist, ja, im Sinne von Durchführung von Berechnungen, speziell dann, wenn es um künstliche Intelligenz und die Anwendung von neuronalen Netzen geht. Das nennen wir sogenanntes Neuromorphic Computing, wo wir uns an den Verarbeitungsmechanismen und auch an den Architekturen orientieren, so wie sie auch im menschlichen Gehirn verwendet werden und stattfinden, zum Beispiel mit Neuronen und Synapsen und solchen Dingen. Ja, und der dritte Punkt, der uns auch beschäftigt, ist das Thema Quantencomputing. Ja, ist natürlich auch in aller Munde und es ist auch in der politischen Diskussion sehr präsent und es werden viele Hoffnungen darauf gesetzt, dass es gelingt, mit dieser Superposition und Verschränkung von Quanten neue Rechnerarchitekturen und neue Rechner zu bauen, ja, die irgendwann einmal auch eines Tages in der Lage sein werden, die sogenannte Quantenüberlegenheit zu demonstrieren. Das Fraunhofer IS ist an der Stelle auch mit in der Forschungscommunity dabei, Beiträge zu leisten. Das ist zum einen ganz tief unten, wenn es darum geht, einzelne Quanten mit der Außenwelt zu verbinden, ja, also Elektronik zu bauen, die hilft, einzelne Quanten anzusprechen, vorzukonditionieren und dann auch Reaktionen wieder rauszulesen. Ja. Das ist eigentlich dieses Thema Interfacing-Technologien. Die Quanten als solche, das ist eine grundlagenphysikalische Phänomene, mit denen wir jetzt eher weniger berührt sind, aber dieses Interfacing, dass man elektromagnetische Felder erzeugt, die dann diese Quantenspins dann auch detektieren, ansprechen, verändern können. Das ist dann wieder eine originäre Mikroelektronikaufgabe und da geht es um die Frage, wie man solche Schaltungen baut, wie man diese Fehlerkorrekturen dann draufsetzt und wie man dann dazu kommt, dass man sozusagen die Funktionen eines Qubits oder Qubit-Systems dann höheren Software-Layern zur Verfügung stellen kann. Ja, das ist ein wichtiger oder ein Beitrag, an dem das IIS auch forscht und dann auch zusätzlich noch relativ weit oben in der Applikationshierarchie die Entwicklung von Optimierungsalgorithmen, die dazu geeignet sind, auch von Quantencomputern gut berechnet zu werden. Da geht es also um bestimmte mathematische Optimierungen. Und das macht bei uns unser Kollege Alexander Martin in Nürnberg, wo der immer als Mathematiker dann daran forscht, wie man Algorithmen so aufbereitet, dass sie dann auch für Quantencomputer geeignet sind und bearbeitet werden können und auch evaluieren kann, was da wirklich die Vor- und Nachteile genau sind. Ja, und daran arbeiten wir am IIS zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern bei Fraunhofer und auch mit unseren Partnern aus der Industrie. Und wir sehen das als einen wichtigen Beitrag, ja, für den Fortschritt insgesamt, ja, für
künftige Fähigkeiten auch für unsere Anwender aus der Wirtschaft und natürlich auch für die technologische Souveränität in Deutschland und in Europa.